Dino Crisis ist ein extrem verwirrtes Franchise. Von den 4 Titeln, die es in der Serie gibt, gehört nicht ein einziges demselben Genre an. Mit jedem Genrewechsel ging zudem ein massiver Popularitätsverlust einher. Am ähnlichsten sind sich noch Dino Crisis 1 und 2, die 2 Titel, die kommerziell noch erfolgreich waren und von den Kritikern gelobt wurden. Ich habe mich zugegebenermaßen lange vor Dino Crisis 2 gedrückt. Als ich erfahren habe, dass jetzt auf Action anstatt auf Horror gesetzt wurde, war ich so... Können wir bitte gehen? Ich bin aber richtig froh, den zweiten Dino Crisis eine Chance gegeben zu haben. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr mal wieder in dieser XXL-Retrospektive zu dem Spiel. Ich bin Adam01 und ich führe euch nun Schritt für Schritt durch das actionreiche Gameplay und die verwirrende Story. Falls euch solche Retrospektiven gefallen und ihr Fans von Dino Crisis, Resident Evil, Metal Gear Solid und Co. seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aber natürlich auch nur, wenn euch das Video auch gefällt. Lasst uns nun die obligatorische Frage stellen. Was macht Dino Crisis 2 so besonders? Gespielt habe ich die gute alte PS1-Version von Dino Crisis 2. Für den PC ist die GOG-Version zu empfehlen. Da leider nur die PlayStation eine deutsche Version hatte, bzw. GOG keine deutsche Version anbot, entschied ich mich für die gute alte PS1-Version. Wie ihr hier aber auch sehen könnt, nehmen sich die beiden Versionen aber auch nichts, wenn es um Pixeligkeit geht. Ich würde sogar behaupten, dass die PS1-Version stimmiger ist, da einfach alles in einem schönen, augenkrebserregenden Pixelbrei zusammenkommt. Als ich das Spiel das erste Mal startete, konnte ich kaum meinen Augen trauen. Capcom Co. Limited 2000? Meint ihr das 2000, in dem einfach die PS2 erschien? Und tatsächlich, Dino Crisis 2 erschien am 13. September in Japan, knapp 7 Monate nach der Einführung der PS2 in dem Land. Das Spiel startet mit einer Intro-Cutscene, die zuerst die Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Teil schlägt und dann die neue Story-Prämisse vorstellt. Dino Crisis 2 spielt ein Jahr nach dem ersten Teil. Falls ihr euch noch erinnert, in Dino Crisis 1 waren die Dinos in Wirklichkeit Zeitreisende, die durch ein Experiment in die Gegenwart transportiert wurden. Das Experiment wurde von Dr. Edward Kirk geleitet. Das ist dieser Typ hier. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Dr. Kirk erforschte Third Energy. Die erste Energie waren fossile Brennstoffe, die zweite Energie war nuklear und die dritte Dino-Krise. Zumindest ist die Dino-Krise eine große Nebenwirkung, wenn ein Experiment mit Third Energy scheitert. Da Regina Dr. Kirk im ersten Teil retten konnte, wurde von der USA die Forschung an Third Energy weiter betrieben. Und unverhofft kommt oft, und diesmal wurde eine ganze Stadt namens Edward City samt Militärbasis durch ein fehlgeschlagenes Experiment durch die Zeit transportiert. Im Intro wird erwähnt, dass der Militärstützpunkt und Edward City im mittleren Westen liegen. Eine kleine Hommage an Raccoon City, dessen Standort in Resident Evil ja auch immer nur mit mittleren Westen Amerikas betitelt wurde. Gleich nach dem kurzen Recap lernen wir die Protagonisten und die neue Dino-Krise kennen. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAD. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize a transmission on this GPS? There's something wrong. Hey. Huh?
Ich hoffe, euch hat die Cutscene gefallen. Capcom hat schließlich 500.000 US-Dollar für das Baby ausgegeben, knapp 7% des gesamten Budgets des Titels. Ich fand sie wirklich bombastisch, aber ich habe auch einfach eine Schwäche für PS1-Spiele. Ja, die Charaktere sind mehr als cheesy und ja, das CGI ist absolut veraltet, aber irgendwie catchen mich PS1-Cutscenes immer wieder. Muss wohl die rosarote Nostalgiebrille sein. Unsere Main Character sind SWORD-Mitglied Regina und Thread-Soldaten Dylan und David. Sie wurden durch die Zeit geschickt, um die verunglückten Wissenschaftler zu bergen. Das hat mich am Anfang extrem verwirrt, deswegen hier nochmal klar ausgedrückt. In Dino Crisis 2 wurde genauso wie in Dino Crisis 1 ein Gebiet zeittechnisch komplett getauscht. Also dort, wo vorher Edward City und der Militärstützpunkt lag, ist nun ein Urwald voller Dinos. In diesen Urwald in der Gegenwart reisen die Soldaten allerdings nicht. Sie folgen den Opfern des Experiments durch die Zeit, um sie zu retten und wieder in die Gegenwart zu bringen. Die Dinos nahmen den Namen von Thread sehr wörtlich und traten den Soldaten allerdings direkt nach der Landung in den Hintern. Auch wenn David, der Typ mit dem Cowboy-Hut, wie der Held wirkt, der dem T-Rex ja auch mit der RPG einen reindrückt, sammeln sich die beiden einzig spielbaren Protagonisten nach dem Zwischenfall, Dylan und Regina. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's alright. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy's wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SWORD training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Regina überreicht durch ihre verschroben lässige Art den Protagonistenstab erstmal an Dylan und überlässt ihm das Rampenlicht. Das ist eine gute Art von den Entwicklern gewesen, um zu zeigen, bisher kanntet ihr Regina im Horror-Setting. Jetzt übernimmt aber Dylan und der Mann startet mit einer Shotgun mit über 100 Schuss. Also der einzige, der sich hier in die Hose kackern wird, sind die Dinos. Und den Wechsel des Genres spürt man halt sofort. Dylan öffnet die Tür zum nächsten Gebiet und nach einer kurzen Einführung wird man auch sofort ins Dino-Getümmel geworfen. Raptoren, von denen ich mich im ersten Teil wirklich noch vor Angst verstecken musste, werden hier einfach wie am Fließband abgemurkst. In dieser ersten Begegnung metze ich einfach schon mehr Dinos weg als im gesamten ersten Teil. Und ich muss zugeben, es macht auch noch übertrieben Bock. Dino Crisis 2 ist, glaube ich, das mit Abstand am besten zu kontrollierende Spiel, was immer noch Tank-Controls verwendet. Man kann während des Laufens schießen und die Zweitwaffe hat nun einen eigenen Button. Diese Änderung allein macht die Steuerung einfach 10-mal benutzerfreundlicher. Die Waffenhandhabung fühlt sich außerdem richtig gut an. Vorbei sind die Tage, in der meine Klinge einfach in der nächstbesten Kiste versauern musste. Dylans brachiale Machete haut jeden Raptoren weg. Das Spiel wurde bereits als Action-Adventure-Titel konzipiert und hatte laut den Entwicklern nichts mehr mit Survival-Horror zu tun. Um das Gameplay abwechslungsreicher zu machen, wurden Nebenwaffen wie Dylans Machete eingeführt. Die Kombination verschiedener Haupt- und Nebenwaffen sollte für ein facettenreiches Gameplay sorgen. Der Soundtrack geht dabei ebenfalls ziemlich krass nach vorne. Der Produzent des Spiels, Kobayashi, gab in einem Interview preis, dass es das explizite Ziel der Entwickler war, sich von Resident Evil und Dino Crisis 1 zu distanzieren. Die Designphilosophie von dem Nachfolger sollte actionreicher sein. Das Abmetzeln möglichst vieler Dinos in kurzer Reihenfolge wurde zum Kern des Spiels. Das hatte wahrscheinlich auch etwas mit der neuen Direktion zu tun. Der Direktor von Dino Crisis 1 machte nämlich seinen Return für Dino Crisis 2 und diesmal konnte er das Ruder komplett an sich reißen.
gewesen. Shinji Mikami, der beim Vorgänger noch um einiges involvierter war, hatte zu der Zeit alle Hände voll mit anderen Titeln zu tun. Für das Besiegen der Dinos gibt's diesmal Punkte, die in dem Spiel EXP genannt werden, wobei die Entwickler versucht haben, EXP mit den Namen Extinktionspunkte auf Dino Crisis zu münzen. Laut dem Producer wäre es zu langweilig gewesen, Dinosaurier einfach hirnlos abzuschlachten, weswegen das Punktesystem implementiert wurde. Es gibt Punkte für erfolgreich gehaltene Kombis und wenn man in einem Bereich komplett unversehrt bleibt, in Kombination mit der Anzahl von Gegnern, die besiegt wurden. Die Übergänge von Level zu Level werden diesmal auch dafür genutzt, um das Ergebnis der Punkte anzuzeigen. Der Direktor Shu Takumi war ein Riesenfan dieses Systems und fand es schade, dass kaum jemand dieses System zu würdigen wusste. Es war recht innovativ für seine Zeit, da man direkt für seine Leistung und Kombos mit Ingame-Items belohnt wurde. Den ersten dieser Shops findet Dylan in einem Wasserturm. Dies ist aber nicht das einzige, was er dort findet. Hey! Who are you? Are you one of the survivors? Don't run away! Come out! We came here to rescue you! Ein Mensch, der selbst noch neben den Dinos aussieht, als wenn er lederjackentechnisch zum letzten Jahrhundert gehört, flieht vor Dylan. Wie man der Vegetation beim Wasserturm entnehmen kann, scheinen die Tread-Soldaten nicht gerade pünktlich gekommen zu sein, was ziemlich schwach ist, wenn man Zeitreisen kann. An dem Computer hier können wir speichern und unsere EXP gegen allerlei Kram eintauschen. Dazu gehören Waffen, Waffenmagazin-Upgrades, Munition, Heilmittel und Werkzeuge. Wieso man jetzt durch die Tötung von Dinosauriern im Shop Gegenstände bekommt, wird nie in die Story eingebettet. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass man irgendwie durch die Tötung der Dinos dritte Energie freisetzt und dies in Gegenstände umgewandelt werden kann. Aber so eine Art der Nonsenserklärung versucht das Spiel gar nicht erst zu präsentieren. Das Terminal will anscheinend einfach so viele Dinos wie möglich tot sehen und das soll mir als Erklärung reichen. Im ersten Shop lockt das Spiel direkt mit einer Plasmakanone, für die meisten Spieler jetzt sowieso noch keine Punkte haben werden. Ich muss zugeben, das hat mich schon etwas motiviert, um mehr auf die Kombis zu achten und schneller Punkte zu sammeln. Falls ihr aber zu ungeduldig sein solltet, ladet euch einfach Xmodhub runter. Mein Partner Xmodhub bringt quasi die gute alte GameShark-Zeit zurück. Ihr wisst schon, die Zeit damals, als uns die Videospiele noch gehört haben und wir das Spielerlebnis Gottverdammt nochmal so verändern konnten, wie wir wollten. Xmodhub ist eine Modding-Plattform, die extrem einfach zu bedienen ist. Die Software erfasst sofort eure Spiele und zeigt euch, welche Mods und Trainer dafür verfügbar sind. Das könnt ihr auch nicht nur für gecheatete Punkte in Dino Crisis nutzen. Für Clair Obscur zum Beispiel gibt es eine interaktive Karte, mit der das Looten der Map um einiges einfacher wird. Außerdem müsst ihr auf die Mods nie lange warten. Meist gibt es die schon zu Release. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass zum Beispiel für Quarantine Zone The Last Check oder sogar Resident Evil 9 relativ schnell nach Release Mods verfügbar sein werden. Falls ihr immer schon mal Mods ausprobieren wolltet und wie ich immer keinen Bock hattet, euch tiefer mit der Materie zu befassen, ist Xmodhub das Richtige für euch. An alle, die den Service ausprobieren wollen, der Link ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Nutzt auf jeden Fall Code BK65 für einen dicken Rabatt und eine Probephase, falls euch der Service zusagt. Sollte man aber doch durch Kombos die Punkte verdienen wollen, muss man einiges beachten. Eine Combo wird immer dann unterbrochen, wenn der Charakter durch einen Angriff Leben verliert oder zu viel Zeit zwischen den Tötungen liegt, wobei die Zeit dafür mehr als fair ist. Es gibt später sogar Upgrades, die uns mehr Kombozeit verschaffen. Gut finde ich, dass die Combo nicht durch das Danebenschießen gestoppt wird. Dino Crisis 2 arbeitet nämlich mit starren Kamerawinkeln, durch die man öfters ungewollt Patronen ins Leere abgibt. Dass es nun diese festen Kamerawinkel gibt, ist auch eine Veränderung gegenüber Dino Crisis 1. Um überhaupt so viele Dinos ins Spiel zu bekommen, mussten die Entwickler auf pre-rendered Backgrounds umsteigen. Schließlich waren sie immer noch durch die Hardware der PS1 limitiert. Da es um einiges einfacher ist, komplette 3D-Hintergründe zu modernisieren, sieht heute
heutzutage Dino Crisis 1 eigentlich sogar besser aus als der zweite Teil. Dafür sind die Gebiete von Dino Crisis 2 viel bunter und abwechslungsreicher. Die Dschungelszenerie basiert primär auf tropischen Wäldern. Das komplizierteste war die Beleuchtung der Hintergründe. Schließlich spielt sich das meiste Spektakel draußen und bei Tag ab. Verruchte, dunkle Räume wie in Resident Evil sind einfacher zu beleuchten gewesen. Ich finde, die Entwickler haben das besonders gut gemacht und die Grafik kann sich vor allem für ein PS1-Spiel richtig sehen lassen. Die Bewegungen der Dinos wurden spezifischen Tieren nachempfunden, wobei die Entwickler sich immer von mehreren Tieren haben inspirieren lassen. Auch die Geräusche der Dinos sind echten Tieren aus der Gegenwart nachempfunden. Sobald sich Dylan durch ein paar Hordenraptoren ballert, landet er beim Militärstützpunkt. Der einäugige T-Rex tritt auf den Plan und scheint Dylan mit dem Crocodile Dundee-Verschnitt zu verwechseln. Gut, für den sehen wir Menschen wahrscheinlich alle gleich aus. Wer jetzt auf einen epischen Bosskampf hoffte, wird leider enttäuscht. Versucht man gegen den Dino zu kämpfen, sagt einem das Spiel auch irgendwann: Ey Bruder, das macht gar keinen Sinn, hau einfach ab. Hätten wir uns eigentlich auch denken können, nachdem der Rex ohne Probleme eine RPG getankt hat. Um die verbrauchte Munition wiederzuholen, habe ich Dylan einfach hingestellt, um zu sterben, und der T-Rex hat es einfach trotzdem nicht hinbekommen. So viel zum König der Dinos. Die Fluchtsequenz ist aber cool in Szene gesetzt, sobald man sich darauf einlässt. Während Dylan allerlei Umwege nutzen muss, zertrampelt und zerbeißt der einäugige T-Rex einfach alles. Sind die Penner etwa auf der Seite der Dinos? Jetzt, wo man die Helme und die Waffen näher betrachten kann, sehen die Kollegen sehr Sci-Fi-mäßig aus. Dylan hat aber nicht groß Zeit, über diese neue Gefahr nachzudenken und flieht in ein angrenzendes Gebäude. Im hiesigen Behandlungsraum begrüßt uns eine bekannte Musik. Für das nun actionreichere Sequel wurde eigentlich ein komplett neuer Soundtrack komponiert, aber ich fänd's nett, dass die Safe Room Musik aus dem ersten Teil beibehalten wurde. Zwischendurch findet Dylan, wie auch hier auf dem Behandlungsbett, Dokumente, die die Geschichte des Spiels vertiefen. Außerdem gibt es auch Dino-Dateien, die uns die Monster ein wenig erklären und Tipps geben. Der Unterlagen des Doktors kann Dylan entnehmen, dass sie mindestens 10 Jahre zu spät angekommen sind. Durch einen Fehler bei der Untersuchung der dritten Energie wurde ein Zeitsprung ausgelöst. Der Doktor vermutet, dass das Rettungsteam sich leicht hätte um 10 oder 20 Jahre vertun können, weswegen er komplett verzweifelt vermutet, dass keine Rettung in Sicht ist. Ich bin zwar nur ein simpler Mann, aber wenn ich Zeitreisen könnte und jemanden retten will und merke, dass ich 10 Jahre zu spät bin, dann reise ich doch einfach nochmal 10 Jahre zurück. Sollte doch kein Problem sein, wenn ich sowieso Zeitreisen kann. Durch die kleine Dino-Krise ist das für Dylan und Regina natürlich vorerst keine Option. Im Behandlungszimmer findet Dylan einen Schlüssel, den er für den nächsten Abschnitt braucht. In dem Bereich zwischen den Gebäuden wacht übrigens der T-Rex, weswegen Exploration in diesem Areal ziemlich limitiert ist. Als Dylan den Schlüssel nutzt, um eine ID-Karte zu bekommen, geht ein Alarm los, weil er den falschen Schlüssel benutzte. In meinem Leben habe ich noch nie so etwas Unsinniges gesehen. Also ihr wollt mir erzählen, dass man mit dem falschen Schlüssel die Boxen hier aufbekommt, dann aber ein Alarm losgeht, der die betroffene Person einsperrt. Wäre es nicht irgendwie besser, das Schloss der Box so zu konzipieren, dass nur der richtige Schlüssel passt? Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over.
Es wird mal wieder Zeit für unser liebstes Dino Girl. Apropos Dino Girl. Für das Marketing des Spiels besorgte Capcom einen Dino-Bus und eine Entourage an Dino Girls, die verschiedene Outlets und Marketing-Events besuchten. Leider waren die Damen nicht alle wie Regina angezogen. Das hätte dem Ganzen noch mehr Flair gegeben. Als Regina eine Brücke überquert, sieht sie, wie der einäugige T-Rex unter ihr entlangläuft. Dino Crisis 2 hat zwischendurch immer mal so besondere Momente, in denen größere Dinos im Hintergrund durchs Bild traben. Dies sind immer kurze Atempausen zwischen den Action-Passagen und sind auch noch schön anzusehen. Reginas Spielsequenz fand ich zunächst etwas schwieriger. Ihre Pistole haut die Dinos nicht so schnell um, weswegen vor allem Dino-Horden schnell gefährlich werden können. Es macht doch einfach Spaß, mit der einst vor jedem Dino kauernden Regina nun brutal, schnell und effizient durch die Raptorenbanden zu schießen. Der Weg zu Dylan wird leider durch ein paar giftige Sporenpflanzen versperrt, weswegen Regina vorerst einen anderen Weg einschlagen muss. Der neue Pfad wird aber durch eine andere Bedrohung heimgesucht. Dies ist nun ein echter Zwischenboss, wobei der Kampf rein optional ist. Da es richtig Punkte hagelt, wenn Regina den Allosaurus besiegt, habe ich die Challenge allerdings angenommen. Vor allem die verschiedenen Ebenen können gut genutzt werden, um den Saurier auszuweichen. Ansonsten kann man ihm aber auch wie eine Bekloppte hinterherlaufen, wie meine Regina. Hinter dem Allosaurus-Gebiet liegt ein Sicherheitscheckpoint. Ein Dokument hier beschreibt die Schwierigkeiten, die die damaligen Überlebenden mit den Giftpflanzen hatten. Der Autor rät dazu, die Pflanzen einfach mit dem Flammenwerfer zu verbrennen. Normalerweise würde ich einen Flammenwerfer nicht unbedingt im Wald benutzen, aber hier machen wir mal eine Ausnahme. Den Flammenwerfer gibt's auch nun zusammen mit der Feuerwall-Nebenwaffe im hiesigen Shop zu finden. Als Regina allerdings das Gebäude verlässt, wird sie von der Lack- und Lederbande überrascht. Grab my hand. Who are... Hinter dem Angriff stecken also wirklich Menschen, die außerdem nicht sprechen wollen oder können. Der Director des Spiels selbst war kein Fan dieser futuristischen Bikerbande. Da die Story aber von einer anderen Abteilung verantwortet wurde, hatte er dabei kein Mitspracherecht. Die junge Blondine bleibt nun erstmal hier angekettet, während Regina ein paar Pflanzen vernichtet. Der Flammenwerfer und der Feuerwall sind aber auch echt gute Waffen gegen die Saurier. Vor allem der Feuerwall gibt Regina eine kurze Pufferzone zu den Dinos. Nachteil ist, dass das Gerät als Nebenwaffe Munition schluckt. Regina schafft es mit Hilfe des Flammenwerfers durch das Gebiet und wird nicht vergiftet. Wobei es auch überhaupt keinen Vergiftungsstatus in dem Spiel gibt. Regina fällt einfach tot um, wenn sie getroffen wird. Da helfen auch die in der Welt verteilten Heilmittel nicht. Die reichen von klein zu groß und limitieren tatsächlich das Inventar. Dylan und Regina können unendlich viele Waffen und Munition mitschleppen, aber ein Medic-Pack zu viel und keins kann mehr mitgenommen werden. Beim nächsten Shop gibt es für Regina endlich etwas mehr Feuerkraft in Form der Doppel-MP. Sobald Regina in der Militäreinrichtung ankommt, jagt sie kein T-Rex, sondern diese Flugsaurier. Den T-Rex haben wir zuvor ja auch unter der Brücke fliehen sehen. Ich muss sagen, die Flugsaurier sind wirklich die mit Abstand nervigsten Gegner, da man quasi immer offscreen in die Luft schießen muss. Dadurch, dass Regina während des Schießens laufen kann, gibt es außerdem keine Möglichkeit mehr nach oben oder unten zu zielen. Heißt, man muss hoffen, dass Regina auf die Idee kommt, irgendwann nach oben zu zielen. Dylan hat Regina zum Glück einen Schlüssel unter der Tür durchgeschoben. Den Schlüssel braucht Regina, um ein kleines Rätsel zu lösen. Tiefer in der Anlage werden die Schlüssel aufbewahrt und Regina muss den Schlüssel, den sie von Dylan bekam, nun gegen den blauen eintauschen, weil das System nur immer einen Schlüssel rausgibt. Um das Rätsel zu lösen, muss man sich nur merken, welche Farbe das Terminal links von Dylans Tür hatte. Die Rätsel in Dino Crisis 2 sind alle ungefähr auf diesem Niveau. Der Director Shu Takumi hat sich die interne und externe Kritik bezüglich der Schwierigkeit der Rätsel aus dem ersten Teil zu Herzen genommen. Er war da ziemlich radikal und verzichtete fast auf jede Art von Rätsel. Kein einziges Rätsel in Dino Crisis 2 kommt auch nur ansatzweise an das Level vom
vom ersten Teil ran. Sobald Regina Dylan befreit, schnappen sie sich das Mädchen und kehren zum Patrouillenboot zurück. Das Mädchen allerdings festzuhalten ist genauso eine Herausforderung, als wenn Regina einen wilden Schimpansen hätte einsperren wollen. Und achtet mal bitte darauf, wie extrem gut die Körperbewegungen animiert sind. Also erinnert euch mal an die Charakteranimation von Resident Evil 1 bis 3 zurück. Da war eine Armbewegung noch das höchste der Gefühle. In den Credits wird Motion Capturing erwähnt. Den Szenen in Dino Crisis 2 merkt man deutlich an, dass hier diese Technologie verwendet wurde. Ist irgendwie das einzige PS1-Spiel, an das ich mich erinnern kann, in dem das verwendet wurde. Metal Gear Solid 1 hat auch wirklich geile Animationen auf der PS1 gehabt, aber das kommt immer noch nicht an diese Szenen hier heran. Als Dylan und Regina in den Lagerraum des Bootes gehen, müssen sie mit Entsetzen feststellen, dass ihr Zeittor zerstört wurde. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass die beiden die ganze Zeit ein funktionierendes Zeittor hatten und Raptoren killen gegangen sind, anstatt in der Zeit zurückzureisen, um entweder ihre Kollegen oder die Überlebenden von dem ursprünglichen Experiment zu retten. Aber ich will mich an der Stelle gar nicht aufregen, denn die Story mit dem Zeitreisen wird wirklich noch viel dämlicher. Sie vermuten, dass die Angreifer mit den Helmen für diese Verwüstung verantwortlich sind. Als Dylan versucht, das blonde Mädchen zu fixieren, scheint sie ihn irgendwie interessant zu finden. Da sie auf eine Art und Weise Dylan zu kennen scheint, beruhigt sie sich bei ihm und lässt sich ohne weiteres Murren anketten. Um mit dem Boot vom Fleck zu kommen, benötigt das Trio nun eine Batterie, die Dylan besorgen muss. Dylan kann sich nun auch die Impulskanone leisten, die schnell zu meiner Lieblingswaffe geworden ist. Die abgegebene Energiekugel macht nämlich Flächenschaden, der jeden Dino trifft, der in den Dunstkreis gerät. Für die Batterie muss Dylan zu dem Sicherheitscheckpoint backtracken, in dem Regina von dem Flammenwerfer erfuhr. Dino Crisis 2 hat schon echt viel Backtracking, muss ich sagen. Das erweckt zwar auch so einen Semi-Open-World-Flair, aber durch manche Dschungellevel muss man halt wirklich 3, 4, 5 Mal und ein bisschen die Gegner austauschen, macht's auch nicht besser. Dylan kann hier nun weiter als Regina, da er mit seiner Machete Lilianen wegmachen kann, die Regina super-duper Elektroklinge anscheinend nicht zerstören kann. Hinter der Tür wird Dylan von einer noch nicht gesehenen Dino-Spezies überfallen. Die Oviraptoren sind klein, wendig und haben was weniger Leben als die normalen Raptoren. Das machen sie aber mit ihrem flinken Movement und der angreifenden Anzahl wett. Im Innern der Anlage findet Dylan eine verstörende Aufzeichnung eines Forschers. Das Zeittor der hier gestrandeten Überlebenden wurde ebenfalls zerstört und obwohl Edward City mehrere hundert Wissenschaftler und eine Menge Equipment hatte, konnten sie innerhalb von 10 Jahren nicht schaffen, das Zeittor zu reparieren. Wie wollen das denn jetzt nun Dylan und Regina zu zweit schaffen? Nur so am Rande. Es wurde bisher gar nicht erwähnt, dass die Wissenschaftler überhaupt ein Zeittor besaßen. Eigentlich wurden sie aufgrund eines gescheiterten Experiments in eine andere Zeit geschickt. Aber gut, vielleicht hatten sie ein Zeittor als Absicherung in der Anlage und das wurde dann auch zerstört. Als Dylan versucht, eine Keykarte zu benutzen, kommt ein Compsognathus aka Compi und zieht ihm die Karte ab. Die kleinen Saurier waren in Dino Crisis 1 noch echte Gegner, die Schaden machen konnten. Hier wird ihr Auftritt auf ein Minimum reduziert. Das einzige Mal, bei dem wir auch nur ansatzweise mit einem interagieren, ist an dieser Stelle, bei der wir den Compi einsperren müssen, um Dylans Keykarte wiederzubekommen. Hinter der verschlossenen Tür findet er die Startbatterie fürs Boot. Der Raum ist außerdem mit vielen seltsamen Glasgehäusen bestückt. Die Datei auf dem Tisch verrät, dass hier Angehörige der Lederjackengang eingesperrt wurden. Auch die Wissenschaftler wurden von dem etwa 17- bis 18-Jährigen angegriffen. Die Wissenschaftler vermuteten, dass diese Jugendlichen aus einer ganz anderen Zeit als sie stammten. Mit den neuen Informationen und der Startbatterie bewaffnet, muss Dylan nun den gesamten Weg zurück backtracken, wobei ja schon die Hälfte des Weges bereits ein Backtrack von Reginas Weg war. Also die Backtracks wurden hier wirklich aufeinander gestapelt. Als Dylan zum Boot zurückkehrt, muss er feststellen, dass die blonde Jugendliche getürmt ist. She's gone. Yeah, I can see that. You know what else is weird? I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile fitting her description. It's like she doesn't exist. Well, I was thinking, maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Never mind. We found parts that might help fix the ship.
Regina fand heraus, dass die Blondine in keiner Aufzeichnung der Soldaten oder der Bewohner von Edward City auftaucht. Dylan teilt ihr die Vermutung mit, dass die Ledergang aus einer anderen Zeit stammt. Um Teile für das Zeittor und eventuell Überlebende zu finden, möchten sie nun noch nicht erschlossene Gebiete mit dem Boot erkunden. Dadurch wird das Game zu einer Vorstufe einer Semi-Open World. Wir können frei zwischen den Gebieten der dritten Energieeinrichtung, Edward City, und dem Dschungelgebiet wählen. Hat mich an diese kurze Passage aus dem Resident Evil 4 Remake erinnert, in der man kurzweilig das Gebiet erkunden kann. Ganz so viel Freiheit bietet Dino Crisis 2 allerdings nicht, da man eigentlich nur von linearen Abschnitt zu linearen Abschnitt wechselt. Bei der ersten Fahrt muss man noch ein relativ witziges Rail-Shooter-Minispiel mit Plesiosaurussen absolvieren. Bei jeder weiteren Fahrt wird uns aber das Minispiel erspart. Sobald wir ankommen, können wir Regina kontrollieren, die nun richtig dicke Wumm im Shop hat. Zum einen ein schweres Maschinengewehr und zum anderen einfach einen fucking Raketenwerfer. Die Saurier, die sich im Hafen nun Regina in den Weg stellen, werden einfach nur ohne Probleme weggebombt. Ich habe mich echt gefragt, ob ich zu viele Punkte an der Stelle hatte, denn die Waffen, vor allem der Raketenwerfer, haben sich richtig wie Cheats angefühlt, da kaum noch ein Saurier Regina was anhaben konnte. Das komplette Massaker hätte sich Regina aber auch sparen können, denn sobald sie an einer versperrten Tür ankommt, erfährt sie von einer Notiz eines toten Soldaten, dass sie eine Keykarte braucht, die zurück im Dschungel liegt. Jetzt muss sie den ganzen Weg wieder zurück, die Karte holen und dann wieder zur dritten Energieanlage zurück. Auf dem Weg passiert sowohl Gameplay als auch storytechnisch absolut gar nichts. In dem Dschungelgebiet, in dem die Karte liegt, sind noch nicht mal Gegner. Einfach eine reine Spielzeitstreckung. Über mehrere Dateien erfährt Regina, dass einer der Anlagenmechaniker den Schlüssel für Edward City mit sich trug. Da sie dorthin muss, um nach Überlebenden zu suchen, beschließt Regina sich dazu, den Mechaniker aufzusuchen. Problem ist nur, dass er tot im Innern des Unterwasserreaktors liegt. Also Taucheranzug an, es geht ab ins Unterwasserlevel. Dino Crisis 2 hat ein Unterwasserlevel, was ich gar nicht mal so kacke finde. Regina kann im Wasser nun auch springen, was dem ganzen Gameplay Vertikalität gibt. Sie kann nämlich nun auch im Sprung schießen, was hilft, denn der angreifende Mesosaurus ist oft nicht auf der richtigen Höhe, um ihn ohne zu springen zu treffen. Die Soundkulisse ist auch schön gedämpft. Am besten ist aber die Unterwasserversion der Safe Room Musik. Nachdem Regina die Karte für Edward City erhascht, findet sie sich in einem Unterwasser-Bossfight wieder. Was Dino Crisis 2 hier macht, ist echt besonders. Der Plesio-aka Plebiosaurus am Hafen war ja einfach nur Kanonenfutter für Regina. Jetzt treffen wir auf einen der Giganten in seinem Gebiet. Der Boss ist außerdem richtig gut gemacht, da Regina hier ihr volles Unterwasserarsenal nutzen muss, um gegen den Dino zu bestehen. Der Plesiosaurus schwimmt nämlich immer rings um sie herum. Um ihn richtig zu treffen, muss Regina aber zwangsläufig auf die höheren Plattformen springen, was sie dazu zwingt, ihre Angriffe auf die Schwimmattacken des Sauriers abzustimmen. Sobald der Dino erledigt wurde, sinkt der Druck im Raum und Regina kann mittels eines Aufzugs direkt wieder an die Oberfläche. Als Regina und Dylan sich regruppieren, ruft sie David an, der Überlebende in Edward City fand. Glücklicherweise hat Regina ja nun die Keykarte, weswegen sie schnurstracks nach Edward City aufbrechen. Dylan kann sich übrigens im Shop jetzt so ein richtig geiles Gerät holen, was die Dinos sofort komplett durch die Gegend schleudert. Um nach Edward City zu gelangen, muss Dylan durch eine mit Magma gefüllte Höhle laufen. Der Eingang wird durch Felsen versperrt, die er nur mit der Minenwerfer-Nebenwaffe wegbomben kann. Dieses Hindernis ist auch extra so speziell, da es in der Höhle gepanzerte Dinos namens Inostranchevia gibt, die durch den Minenwerfer geflippt werden können. Am Ende der Magma-Höhle wartet ein Shop auf uns, bei dem Dylan neue Rüstung kaufen kann. Das verändert tatsächlich das Design von Regina und ihm leicht, was wie ich finde ein netter Touch ist. In der nächsten Passage müssen Dylan und Regina sich gegen ein paar Allosauren behaupten. Einer bedient immer jeweils die Artillerie, während der andere sich im Getümmel
behaupten muss. Durch eine Leuchtpistole kann man sich vom unterstützenden Part immer wieder einen kleinen Bombenteppich rufen. Sobald sie sich auch durch diese Saurierhorde kämpften, müssen sie feststellen, dass sie auch hier knapp zu spät gekommen sind. Überall liegen tote Saurier und Menschen. Die Leichen sind relativ frisch, weswegen die Konfrontation nicht lange her sein kann. Regina, look. Over here. It's horrible. Who would have done this? Durch das Quieken des kleinen Triceratops wird seine cholerische Mutter gerufen, die wahrscheinlich dieses Massaker zumindest mit zu verantworten hat. Dies mündet in das zweite Railgun-Minispiel. Der Triceratops läuft unermüdlich dem Wagen hinterher und holt sich irgendwann sogar Verstärkung. Unsere Aufgabe ist es, ihm rechtzeitig genug Raketen ins Gesicht zu jagen, bevor er den Wagen umschmeißt. Nach dem Triceratops-Angriff folgt eine Cutscene, die bestimmt auch wieder jedes Budget sprengte. David hat, glaube ich, mein Video zum ersten Teil gesehen und soeben meine Theorie von damals bestätigt, nämlich, dass ein Kampfheli easy gegen die gesamte Dino-Bevölkerung ausreicht. Also ein Heimdall-Kampfhubschrauber könnte wahrscheinlich ohne Probleme das zweite jüngste Gericht für die Reptilien darstellen. Die Szene mit Edward City ist ja ganz cool und spiegelt auch ein bisschen das Chaos aus der Anfangsszene von Resi 3, was ich ziemlich feier. Aber es gibt absolut keinen Grund, wieso die Stadt gerade jetzt hops geht. Die letzten 10 Jahre konnten sich die Bewohner gegen die Dinos behaupten und genau jetzt, wo der Rettungstrupp da ist, drehen die Dinos durch und greifen alles und jeden an. David scheint auch absolut auf alles zu scheißen und crasht den Heli einfach offscreen, anstatt den Hubschrauber für den Fall der Fälle in der Hinterhand zu halten. Da sie nicht mit komplett leeren Händen zurückkehren möchten, sie wissen übrigens auch noch gar nicht, wie sie in ihre Zeit zurückkehren sollen, suchen sie jetzt nach einer Disk, die Daten über die dritte Energie enthält. Als Dylan einen Laden prüft, erfährt er von den absolut dämlichen Plan der Militärkommandanten. Anstatt zu versuchen, die dritte Energie weiter zu erforschen oder zu nutzen, um in der Zeit zu reisen, soll eine dritte Energierakete gestartet werden, um den Urwald auszulöschen. Was das den hier noch lebenden Menschen bringen soll, wird natürlich nicht erwähnt. Vielleicht war die Hoffnung, dass dadurch das gesamte Gebiet wieder Zeit reist? Auf der Hauptstraße begegnet Dylan seiner Nemesis, dem einäugigen T-Rex. Diesmal muss Dylan aber nicht die Flucht ergreifen, denn praktischerweise steht ein völlig funktionaler Panzer mitten auf der Straße. Ihr müsst wissen, die Dinos in Dino Crisis sind in Wirklichkeit fleischgewordene Mechas. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der T-Rex kann einfach mehrere Panzerkanonen schlucken, bis er umgenockt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in echt der Kopf schon bei Davids RPG-Schuss geplatzt wäre. Der Panzerabschnitt ist tatsächlich eine als Bossfight getarnte weitere Flucht. Wir können den Dino nämlich umnocken, müssen aber mit dem Panzer trotzdem fliehen. Fand ich aber nicht so schlimm und der Part war kurz genug, um das zu verkraften. Als Dylan eine Gasmaske findet, greift ihn noch einer der Jugendlichen an. Das blonde Mädchen kommt ihm aber tatsächlich zu Hilfe. Das Halsband, das sie bei der Aktion verliert, kommt Dylan bekannt vor. What happened? My sister's necklace. This necklace belonged to my sister who passed away. What? This can't be possible. It looks so much like the one my sister used to wear.
What do you mean? Well, I was a very different person before I joined the army. Just a worthless street thug. At the time, I was in a gang, and one day our rivals forced their way into my house. I wasn't home, but my mom and sister were. And they were... well, they're gone. And after that, I joined the army, and have spent every day trying to make up for the past. Come on, let's go back to the patrol ship. We have no business here now. Es steckt also mehr hinter Dylan, als man glaubt. Als jugendlicher Straßenräuber zog er die Rache der Unterwelt auf sich, was das Leben seiner Schwester und Mutter kostete. Sie sind definitiv gestorben, weswegen er sich wundert, wieso die Blondine diese Kette mit sich trug. Dies, gepaart mit dem Fakt, dass das Mädchen Dylan rettete und ihn anscheinend kennt, lässt darauf schließen, dass mehr hinter dem Ganzen steckt. Regina schlägt vor, erstmal zum Boot zurückzukehren. Dank der von Dylan gefundenen Maske können sie nun zum Raketensilo. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die beiden vermuten, dass es dort Teile für ihr Zeittau gibt. Auch das Raketensilo wurde von Dinos gestürmt und überall tümmeln sich die ungestümen Bestien herum. Auch One-Eye-Saurus tritt auf den Plan. Er liefert sich auch ein episches Battle, nur nicht mit Regina oder Dylan, sondern mit einem riesigen Dino, der passenderweise Giganotosaurus genannt wird. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Auf der einen Seite ist es cool, den wahren Final Boss einzuführen, indem er den bisher unbesiegbaren T-Rex killt. Andererseits haben wir jetzt schon eine Art Bindung zum einjährigen T-Rex aufgebaut und irgendwie fühle ich mich um den Showdown beraubt. Ist ein bisschen so, als wenn gegen Ende von Resident Evil 3 Nemesis einfach durch einen fetteren Tyrant gekillt wird, so dass der Endkampf dann gegen diesen riesigeren Tyrant stattfindet. Natürlich hat es der Giganotosaurus auch sofort ins Innere des Silos geschafft. Sein Gestampf hat außerdem den Raketenstart ausgelöst, den Regina jetzt verhindern muss. Ich glaube zwar nicht, dass Raketensilos in echt so funktionieren, aber sei es drum. Was folgt, ist ein kurzer Gimmick-Kampf gegen den Dino, bei dem Regina mit ihrer Zweitwaffe Flammen hervorrufen muss. Sobald der Riese besiegt wurde, kann Regina die Rakete hoch und sie deaktivieren. Dann steht die Bestie aber wieder auf und zerstört das halbe Silo bei einem Versuch, Regina umzulegen. Die Rakete stürzt um und dank des Dinos im Porzellanladen wurde der Sprengkopf doch noch aktiviert. David und Dylan haben zum Glück direkt am Dock vor dem Silo angelegt und verhelfen Regina zur Flucht. Den Fluss runter gibt es aber leider 2 versperrte Tore. Regina würde das übernehmen, aber David hat dazu eine andere Meinung. Wait, there's a valve. Maybe we can open the gate manually. Whoa! Let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Okay, David, wenn das so eine Männeraufgabe ist, will ich aber auch Leistung sehen. Die Cutscene mündet in ein kurzes Minispiel, bei dem Dylan David vor einer Gang Raptoren beschützen muss, während er das Tor aufdreht. Nachdem die Aufgabe erledigt wurde, greift die beiden ein Allosaurus aus dem Hinterhalt an. Okay, David, wenn das so eine Männeraufgabe ist, will ich aber auch Leistung sehen. I'll save you, bro! Der Broster der Bros hat seinen Bro vor dem sicheren Tod gerettet, nur leider sind jetzt Dylan und Regina getrennt. Am Flussufer findet Dylan allerdings das mysteriöse blonde Mädchen, was ihn zu ihrem Zuhause führen möchte. Dies ist eine kleine Escort-Mission. Lustig, dass Dino Crisis viel früher die Abbiegung hin zum Action-Adventure-Genre machte und man dann auch noch ein blondes Mädchen eskortieren musste. Quasi die Vorstufe von Resident Evil 4.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so einen Shop gibt's ja auch. Das Zuhause der Blonden ist eine extrem futuristisch wirkende Basis mitten im Dschungel. Wir haben ja gesehen, wie Edward City und die Militäreinrichtungen aussahen und die waren bei weitem nicht so auf diesem Stand. Die Vermutung scheint sich also zu bewahrheiten, dass die Lederjackenbande nicht aus der Zeit von Regina und Dylan stammt. Zwischen dem Dino-Gemetzel kann man die Inschriften auf diesen Tafeln lesen. Es sind Gedenkstätten, die an Dr. Kirk Bolzinier, die Republik aus dem ersten Teil, dem Meteoriten am Ende der Kreidezeit, den Zeittoren, einem Paradies und einer Arche Noah gedenkt. Ohne den Kontext am Ende des Spiels ergibt das hier noch gar keinen Sinn und selbst mit den Infos zum Schluss bleibt diese Gedenkstätte verwirrend. In der Anlage findet Dylan das Testament des Direktors. Die Einrichtung wurde gebaut, um Dinosaurier unterzubringen, doch sie brachen aus ihren Lebenserhaltungskapseln aus. Das Projekt scheiterte. Dabei starben fast alle Menschen, nur einige Jugendliche konnten gerettet und in die Kapseln gesteckt werden. Diese Kapseln waren jedoch für Dinos gedacht. Sie heilten zwar die Jugendlichen, führten aber zu einer Art Gehirnwäsche. Die Jugendlichen verloren ihre Sprache und entwickelten den Drang, die Dinosaurier zu beschützen. Offenbar lebten hier Menschen aus der Zukunft, getrennt von Edward City, doch auch dieses Experiment scheiterte. Übrig blieben nur die stark verstrahlten Jugendlichen. Ein weiteres Dokument erklärt den sogenannten Arche Noah-Plan. Nach dem Unfall von Dr. Kirk wurde das Raumzeitkontinuum so stark verändert, dass die Menschheit ausgelöscht worden wäre. Um das zu verhindern, brachte man die Dinosaurier weit in die Zukunft, um die ökologischen Bedingungen der Gegenwart zu stabilisieren und die Geschichte nicht neu zu schreiben. Der größte Reveal kommt aber erst in Form einer holographischen Nachricht im Kern des Gebäudes. Ein Hologramm des Direktors erklärt Dylan den Arche Noah-Plan. Die Menschen in 2055 transferierten die Dinos 3 Millionen Jahre in die Zukunft, anstatt in die Vergangenheit. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit in der Zukunft anstatt in der Vergangenheit. Für uns deutsche Spieler ist das doppelt verwirrend, da im deutschen Untertitel steht 3 Millionen Jahre vor unserer Zeit. 3 million years ahead of our time. Leider sind die Teilnehmer am Arche Noah-Plan mit den Dinos in der Zukunft gestrandet und wurden, wie wir bereits erfuhren, von den Dinos malträtiert, weswegen nur die Jugendlichen gerettet wurden. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs, and my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Paula. Paula? Is that your name? Papa. Der mysteriöse Teenager hat nun einen Namen, Paula. Allerdings war dies noch nicht die größte Enthüllung. Please, take the children back to your time. And now I should introduce myself. I am former Special Forces Trad member, Colonel Dylan Morton. What? You're myself in the future? Then you're my... Papa. Dylan hat sich also selbst eine Nachricht in der Zukunft geschickt, weswegen der Zukunft-Dylan auch wusste, dass der Gegenwarts-Dylan sich dieses Hologramm irgendwann mal abspielt. In einer früheren Phase der Entwicklung war Paula noch als die Tochter von Dr. Kirk konzipiert, bevor sie dann die Tochter von Dylan wurde. Die ganze Geschichte und Timeline schlüsse ich am Ende nochmal auf. Lass uns jetzt erstmal auf die gegenwärtige Mission konzentrieren. Zukunfts-Dylan gibt den Weg zu einem noch funktionierenden Zeittor frei. Problem ist nur, dass der letzte der Jugendlichen die Zerstörungssequenz aktivierte. Ja, die Kollegen können nicht sprechen, aber futuristische Computer bedienen. Außerdem ist es ziemlich unsinnig, dass der Kollege den Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Sind die Jugendlichen nicht auf Kumbaya-Maya mit Dinos gemünzt worden? Also, wenn die ganze Anlage hochgeht, werden wohl ein paar Saurier abkratzen. Vor allem der blöde Giganotosaurus, der sich uns für einen letzten Showdown in den Weg stellt. Der letzte Kampf gegen den Riesensaurier ist leider ein reiner Gimmick-Fight. Unter Zeitdruck müssen wir einen Satelliten-Weltraumlaser aktivieren. Heißt konkret, weglaufen, Terminal aktivieren, wieder weglaufen und so weiter und so fort. Leider wirklich ein unwürdiger Endboss-Fight. Dafür ist die Animation des Weltraumlasers ganz geil.
Ich möchte kurz klarstellen, dass dieser Weltraumlaser das ganze Spiel über nie Thema gewesen ist. Da die Zeitreisen auch immer lokal beschränkt waren, müssen wohl die Menschen aus der Zukunft das Ding entweder mitgebracht oder hier gebaut haben. Vielleicht hat Zukunft Dylan in weiser Voraussicht für den Weltraumlaser gesorgt, da er wusste, dass er ihn damals gegen den Giganotosaurus verwendete. Als Paula und Dylan bei dem Zeittor ankommen, stößt Regina zu ihnen. Bevor sie allerdings zusammen fliehen können, stürzt ein Server auf Paula. Auch wenn Dylan bei ihrer Geburt nicht dabei war, fühlt er sich für sie verantwortlich und bleibt mit ihr zurück. Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. Dylan. I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Bei diesem blöden Cliffhanger endet das Spiel einfach. Der Producer gab bei einem Interview mit Prima Games nur eine sehr schwammige Aussage wegen dem Cliffhanger am Ende. Laut ihm wird auf einer Case-by-Case-Basis entschieden, was für Charaktere beim nächsten Spiel drankommen. Ob ein Sequel geplant ist, konnte er bei dem Interview ebenfalls nicht verraten. Wir wissen ja nun, dass es tatsächlich noch 2 richtige Nachfolger gab. Einmal Dino Crisis 3, das absolut gar nichts mehr mit den Vorgängern zu tun hatte, und Dino Stalker, der dritte Gun Survivor Teil, der wohl die Geschichte von Dino Crisis 2 schon irgendwie weitererzählt. Der Bonusbereich in Dino Crisis 2 wird treffenderweise Extra Crisis genannt. Es gibt einen Duellmodus, in dem man mit einem zweiten Spieler Dinos gegeneinander antreten lassen kann. Die Dinos schaltet man durch die im Hauptspiel verdienten EXP frei. Der andere Modi ist das Kolosseum, in dem man versuchen muss, so schnell wie möglich eine bestimmte Anzahl an Dinos zu killen. Für den Modus kann man zum Beispiel Gale und Rick aus dem ersten Teil freischalten, aber auch den T-Rex zum Beispiel. Um alles freizuschalten, muss man das Spiel definitiv öfters durchspielen, was in der Theorie die Replayability erhöht, aber in der Praxis ist das Hauptspiel an sich viel zu repetitiv, als ich mich da nochmal durchzwingen möchte. Was wirklich schade ist. Dino Crisis 1 hatte mit seinen mehreren Enden und unterschiedlichen Outfits noch einen viel größeren Anreiz, das Spiel mehrmals durchzuspielen. Die Story möchte ich nun anhand eines Zeitstrahls erklären. Und ja, mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin, der sich dafür interessiert, dieses zerbrochene, in sich nicht schlüssige Mosaik irgendwie zusammenzusetzen. Aber komm, wenn du bis hierhin geguckt hast, tut's doch nicht weh, wenn du wenigstens verstehst, wie unsinnig diese Story wirklich ist. Unser erster Punkt auf der Timeline ist 2009. In dem Jahr spielt Dino Crisis 1. Dr. Kirk verursachte durch sein Experiment mit der dritten Energie einen Zeitriss. Ein Urwald aus der Kreidezeit aus ca. 65 Millionen Jahren BC wurde in die Gegenwart transportiert. Soweit so gut. Viel mehr Zeitreisen geschehen auch gar nicht in Dino Crisis 1. Erst ab dem zweiten Teil wird's kompliziert. In 2010, also ein Jahr nach dem Unfall mit Dr. Kirk, war die Weiterentwicklung von Third Energy in vollem Gange. Da Reflexion nicht zu den Stärken der Third Energy Wissenschaftler gehört, wurde wieder ein fehlerhaftes Experiment durchgeführt. Diesmal wurde Edward City samt ein paar Militär- und Forschungseinrichtungen in eine andere Zeit transportiert, und zwar in die Zukunft. So, und ab jetzt wird's dämlich. Also der Rettungstrupp von Tread und Sword wusste also gar nicht, in welche Zeit sie überhaupt reisen. Wie das funktionieren soll, entzieht sich mir komplett.
Manche YouTuber versuchen das zu erklären mit Dredd ahmte das gescheiterte Experiment der Forscher nach und reisen deswegen unwissentlich in dieselbe Zeit. Aber das ergibt noch viel weniger Sinn. Wie will man denn ein Experiment nachahmen, bei dem alle Beteiligten gar nicht mehr da sind? 2055 stellt die Menschheit fest, dass das Unglück in 2009 dafür sorgte, dass die Geschichte neu geschrieben wird und die Menschheit dadurch nicht mehr existiert. Also in der Vergangenheit passiert etwas, was ja eigentlich dann schon passiert ist, was die Menschheit dann auslöscht, was ja dann eigentlich schon längst passiert ist. Dino Crisis hat anscheinend eine ganz komische Logik, wenn es um Zeitreisen geht. Es wird angenommen, dass die Zeiten in der Vergangenheit und Zukunft auf komische Art und Weise gleichzeitig ablaufen. Die Menschen in 2055 haben nämlich herausgefunden, dass quasi gerade etwas in der Vergangenheit passiert, das die Menschheit auslöscht. Obwohl es in der Vergangenheit liegt, ist es noch nicht passiert. Und es wird explizit genannt, dass die Kreation der Menschheit dadurch verhindert wird. Also nicht, dass in zum Beispiel 2060 irgendwas dadurch passiert, was dann die Menschheit auslöscht. Um dies zu verhindern, reisten die Menschen aus 2055 in die Kreidezeit und transportierten alle Dinos 3 Millionen Jahre in die Zukunft. Die Begründung dafür? Da ja die Menschen durch die Veränderung ausgelöscht werden, ist der Planet in 3 Millionen Jahren wieder die perfekte Habitatzone für die Saurier. Heißt, die Zukunft ist irgendwie schon von der Veränderung in der Vergangenheit betroffen, aber die Gegenwart noch nicht. Die Dinos sollten so lange in der Zukunft bleiben, bis das ökologische Problem in der Kreidezeit behoben wurde. Auch hier wird vorausgesetzt, dass die Zeiten in der Kreidezeit und der Zukunft irgendwie gleichzeitig laufen. Wenn man Zeitreisen kann, muss man doch eigentlich auf nichts warten. Selbst wenn die Forscher 100 Jahre in der Kreidezeit brauchen, um die Umgebung zu heilen, können die Dinos doch einfach sofort in diese 100-jährige Zukunft transportiert werden und fertig. Wieso müssen die Dinos in der Zukunft zwischengelagert werden, während die Krise in der Vergangenheit behoben wird, beziehungsweise ja schon behoben wurde? Der brillante, unsinnige Plan hat letztendlich auch nicht funktioniert, denn das Zeittor in der Zukunft ging hops, sowohl von den 2055er Gestrandeten und den Edward City Überlebenden. Beide Bevölkerungen wurden von den aus der Kreidezeit von den 2055er mitgebrachten Dinos hops genommen. Nur ein paar Jugendliche der Zukunftsmenschen haben in den Überlebenskapseln überlebt, die eigentlich für die Dinos gedacht waren. Und ja, der Rest der Geschichte war ja relativ straightforward. Der Rettungstrupp wurde hops genommen, die letzten Überlebenden von Edward City gekillt, am Ende überlebten nur Paula und Dylan und Regina, wobei die letztere die einzige ist, die durch ein Zeitportal entkommen konnte. Dino Crisis 2 hat es meines Erachtens erfolgreich geschafft, von Horror zu Action-Adventure zu wechseln. Auch bei den Fans fand der Titel Anklang. Ein Metascore von 86 und über 1 Million verkaufte Einheiten im ersten Erscheinungsjahr sprechen für sich. Und wenn wir mal ehrlich sind, war Dino Crisis als Serie noch lange nicht so als Horrorserie etabliert, wie zum Beispiel ein Resident Evil, bei der Switch zu Resident Evil 4 und dann vor allem zu 5 viel weitreichender war. Dino Crisis 2 zu spielen macht einfach Lust und Laune und alles, was den Spielspaß hindern würde, wie die Limitation der Munition oder zu komplizierte Rätsel, wurden entfernt, was ich in dem Kontext mehr als in Ordnung finde. Die Bosskämpfe waren leider etwas enttäuschend. Meistens war der Kampf mit irgendeinem Gimmick verbunden und sehr oft besiegten wir den Dino am Ende gar nicht, sondern entweder ein anderer Dino oder irgendeine Cutscene. Die Story ist extremer Bullshit. Ich liebe Zeitreisen-Stories, aber auch nur, wenn sie gut gemacht sind. Timesplitters 2 zum Beispiel feiere ich deswegen extrem. Dass die Story von Dino Crisis 2 so verwirrend wurde, lag auch daran, dass während des Entwicklungsprozesses immer mehr rausgeschnitten wurde, weswegen wir jetzt nur noch Teile der originalen Handlung haben, die wir irgendwie zusammenfügen müssen. Das mit dem Cliffhanger am Ende nervt mich wirklich extrem. Ich würde echt gerne wissen, wie es mit Dylan, Regina und Paula weitergeht. Dafür müsste ich mich aber wieder durch so einen blöden Gun-Survivor-Teil durchballern. Aber ey, da das wohl wahrscheinlich mein allerletztes Dino Crisis Video ist, Meister, spiel das Intro ab. Was macht Dino Stalker so besonders? Das als Dino Stalker in Europa und Amerika releaste Spiel hieß in Japan Gun Survivor 3 Dino Crisis. Es wird aber nicht die Geschichte des ersten oder zweiten Gun Survivor weitererzählt, sondern einfach relativ lose an den Plot von Dino Crisis 2 angeknüpft. Dino Stalker erschien auf der PS2 und ist somit der einzige Dino Crisis Teil, der offiziell für diese Konsole erschien. Eine Intro-Szene greift nochmal den Plot von Dino Crisis 2 auf mit dem Arche Noah Plan. Wenn wir dann das eigentliche Spiel starten, werden wir mitten in den Zweiten Weltkrieg befördert.
Mike Wyatt, First Lieutenant der 3. Luftwaffeneinheit bei der US Army, 23 Jahre alt. You're mine! In seinem Sturzflug wird Mike plötzlich in eine andere Zeit transportiert, zumindest greifen ihn nun Kreaturen aus der Kreidezeit an. Zum Glück wird ihm auch gleichzeitig eine Waffe und ein Pip-Boy in die Hand gespawnt. Und sobald ihr das Gameplay seht, wisst ihr auch sofort, was ich von diesem Game halte. Epilepsiewarnung, sobald wir hier in das Gameplay gehen. Flackernde Lichter und Co. gibt es hier zuhauf. Dino Stalker ist ein Arcade-Shooter, in dem man möglichst viele Punkte unter Zeitdruck sammeln muss. Da ich keine PS2 Lightgun habe, musste ich mir das Ganze mit dem Controller antun. Nach jeder Stage werden die Punkte zusammengezählt und ein Ranking vergeben. Sobald Mike landet, endet seine Schmach noch lange nicht. Als ihn Raptoren in den Wald jagen, ruft ihn eine Stimme an und bittet ihn, sich zu beeilen. Absolute Infoüberladung für den armen Mike, wenn man bedenkt, dass direkt danach Raptoren aus dem Gebüsch springen. Am Anfang dachte ich hier, wir wären das ganze Spiel on the rails und der Charakter würde sich von alleine bewegen. Aber tatsächlich müssen wir Mike selbst steuern. Manche extra Gegenstände wie die Diamanten, die mehr Zeit geben, können wir zerschießen. Aber zerschießt bloß nicht die Waffen oder Medipacks, denn die sind dann einfach weg. Es gibt mehrere Waffen wie eine Shotgun, einen Granatwerfer oder eine Sniper. Die Auswahl ist für die Spiellänge und Art von Spiel okay, nicht besonders üppig, aber schon recht groß. Am Ende des Urwalds trifft Mike auf eine uns bekannte Frau in Leder. Who are you? Tell me, where are we? I was flying over the Atlantic where there were no islands in sight. Then boom, I'm here. What on earth is going on? Hey, say something, will ya? Trinity. Trinity? Hey, wait! Paula hat seit Dino Crisis 2 nicht sonderlich viele Wörter dazugelernt, weswegen wir auch nicht viel mehr aus ihr rausbekommen als Trinity. Ich find's aber gut, dass Mike genau die Fragen stellt, die ich auch stellen würde. Er akzeptiert die Situation nicht einfach, sondern will wissen, was hier zum Teufel abgeht. Trinity scheint ein bestimmter, intelligenter Raptor zu sein, der erstmal eine Gang von kleinen Sauriern auf uns hetzt, bevor er die dicken Kreaturen organisiert. Diese Mofos findest du in keinem Dino-Textbuch und wisst ihr was? Finde ich absolut geil. Wir sind komplett fernab von Realismus in der Dino Crisis Lore. Dann machen so ein paar Dämonen-T-Rexe den Braten auch nicht mehr fett. Vor allem, wenn alles flackert, während die Saurier auf Mike zulaufen, sehen die Biester richtig gruselig aus. Sobald Mike sie besiegt hat, laufen die Kollegen auch einfach weg. Die sind jetzt der T-Rex-Ersatz, denn sie greifen uns immer wieder an. Mike muss Paula, die einzige, die ihm eventuell Antworten liefern kann, mit dem Boot verfolgen. Das Level spielt sich genauso, wie du es dir gerade vorstellst. Das Boot treibt von allein und verschiedene Wasser- und Flugsaurier greifen währenddessen Mike an. Am Ende crasht ein Plesiosaurus in Mikes Brötchen. Och Junge, was ist denn mit mir los? Am Ende crasht ein Plesiosaurus in Mikes Bötchen und er landet im Wasser. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diese Scheißlein nochmal aufnehmen musste. Er wacht an einem Strand auf, der ihn an der Realität zweifeln lässt. Ruinen wie diese Freiheitsstatue sind hier im Sand begraben. Außerdem herrschen extreme Wetterbedingungen, bei dem die Wolken mit 3000 km/h am Himmel vorbeirauschen. Als Mike bei einer Art Riss ankommt, wird ihm gesagt, dass er sich nicht in der normalen Realität befindet. Objekte aus der normalen Realität scheinen hier rein zu spawnen. Es scheint eine Art Zwischenwelt zu sein. Paula, you be that girl. The clock is ticking. The catastrophe will happen very soon. Paula!
find a way to approach her without being noticed by the dinosaurs. Mike sagt am Ende zwar, dass er Paula retten will, ohne von den Dinos erwischt zu werden, allerdings folgt jetzt keine Stealth-Mission oder so. Die nächste Stage spielt sich 1:1 wie auch der Rest des Spiels. Als er bei Paula ankommt, treten aber noch die Gebrüder Dämonenfratze auf den Plan. Der Bossfight spielt sich aber 1:1 gleich wie beim ersten Mal. Stopp mal hier, der Adam aus der Editing Booth meldet sich nochmal. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass da oben Carnotaurus steht, also quasi der Name von diesen Dinos. Und Carnotaurus ist wirklich ein Dino mit Hörnern. Die echten sahen zwar nicht ansatzweise so gefährlich aus wie die in Dino Crisis, aber sie hatten zumindest auf jeden Fall diese 2 Hörner. Paula? Is your name Paula? Mike. You know my name? But why? Where are we anyway? You have to tell me. Tell me something. Anything. Dimensions. Chasm. Dimensions? Chasm? Lost. In hyperspace. Lost in hyperspace? Ah! I don't understand at all. Paula aktiviert die Computerstimme an Mikes Arm, die nun Licht ins Dunkle bringen sollte. Erstmal wird Mike die ganze Sache mit Third Energy, der ökologischen Krise in der Kreidezeit und der Arche Noah-Plan erklärt. Soweit, so Dino Crisis 2. Er fügt dann aber noch hinzu, dass die Menschheit einen sogenannten Muttercomputer baute, als der originelle Arche Noah-Plan scheiterte. Dies ging natürlich auch schief, weswegen die Zwischendimension namens Hyperspace kreiert wurde. Mike und Paula stecken nun auch in diesem Hyperspace fest. I'm Dylan Morton, the last survivor of the Noah's Ark planet. Die Computerstimme stellt sich als Dylan Morton heraus und nein, es ist nicht der gleiche Voice-Actor wie in Dino Crisis 2. Dylan kommt in nur 2 Spielen vor und hatte schon insgesamt 3 Voice-Actor. Während Mike noch versucht, auf sein Leben klarzukommen, möchte Paula ihn schnurstracks zu ihrem Vater führen. Als sie in einer desolaten Stadt ankommen, erklärt ihm Dylan, dass der Muttercomputer einen superintelligenten Dino namens Trinity erschuf, der außerdem Dinosaurier telepathisch kontrollieren kann. Trinity schickt auch schon die nächste Horde Dinos, denen Paula und Mike per Jeep entkommen müssen. Eine weitere On-the-Rails-Passage. Der Mini-Boss-Fight gegen den Triceratops ist ganz cool, obwohl ich die Passage in Dino Crisis 2 noch besser fand. Mike muss auch nochmal gegen die 2 Dämonen-Dinos ran. Dino Stalker pullt dann aber so einen Move wie in Dino Crisis 2, wo ein größerer Dino unsere Stalker-Dinos fertig macht und unser neuer Gegner wird. Der T-Rex verfolgt uns jetzt durch eine Einkaufspassage. Das Design des Sauriers gefällt mir richtig gut. Der Bosskampf an sich ist eher so meh. Als die beiden dem Dino endlich entkommen, realisiert Paula erst, dass die Bremsen des Jeeps gar nicht funktionieren. Zum Glück landen sie genau da, wo sie sowieso hin wollten. Es folgt ein Bossfight gegen Trinity, die zwischendurch auch noch ihre Raptor-Kollegen auf uns loslässt. Dieses Rondell sieht außerdem verdächtig ähnlich nach dem Innenhof der Arche Noah-Anlage aus Dino Crisis 2 aus. Der hyperintelligente Raptor greift aber letztendlich auch nicht wirklich anders an als seine dummen Brüder, weswegen der Kampf ziemlich schnell rum ist. Ein Hologramm von Dylan erklärt uns, was für eine Mission Mike überhaupt übernehmen soll. Der Muttercomputer wurde in der wohl beschissensten Location ever gebaut, in einem Vulkan. Ihr habt ja schon vom wassergekühlten PCs gehört, aber wär's mit einem lavagekühlten Computer? Kein Wunder, dass der Muttercomputer pisst ist und die ganze Menschheit auslöschen will. Mike muss nun Paula zum Muttercomputer bringen. Sie kann dann den Computer so einstellen, dass die Dinos wie im originalen Arche Noah-Plan in ihre eigentliche Zeit zurücktransportiert werden. Der Computer macht dann endlich das, wofür er ursprünglich auch gebaut wurde. Mike wurde für diese Mission ausgewählt, da er mutig und intelligent ist. Am wichtigsten war aber, dass er kurz vor seinem Tod stand. Dadurch stellte Dylan sicher, dass niemand dieses Himmelfahrtskommando machen muss, der noch sein ganzes Leben vor sich hat. Mike erfährt also, dass wenn seine Mission scheitert, die gesamte Menschheit ausgelöscht wird. Und wenn er erfolgreich ist, wird er in seine Zeit zurückgeschickt, in der er dann sofort erschossen wird. Paula überzeugt ihn dann aber mit einer innigen Umarmung, seine Mission weiterzuführen. Mikes innerer Monolog auf dem Weg zum Muttercomputer finde ich aber richtig gut. This land will stay in this hyperspace. Then I could stay alive. And I could live with Paula in this world. No, I'm still a soldier. And I will do my best to save my people, my world. Er
zieht ernsthaft in Betracht, die ganze Menschheit zu verdammen, damit er wenigstens zusammen mit Paula überleben kann. So denkt zwar kein makelloser Held, aber es ist menschlich. Es ist absolut verständlich, dass man überleben will, vor allem zusammen mit einer heißen Blondine. Das Heldenhafte ist ja, seine eigenen Bedürfnisse für das große Ganze hinten anzustellen und trotzdem seine Mission abzuschließen, auch wenn man selbst der Leidtragende ist. Im Krater des Vulkans stellt sich Mike noch ein letztes Mal der T-Rex in den Weg. Lustigerweise sind die Bossfights alle um einiges einfacher als die normalen Level gewesen. Es ist nämlich angenehmer, einfach nur ein Dino im Visier behalten zu müssen, als 5-6 Raptoren in Schach zu halten. Letztendlich besiegt er den Rex à la Wesker in Resident Evil 5 und stürzt den Dino ins Lava. Am Ende struggelt selbst Paula mit der Entscheidung, die Welt zu retten und Mike dafür zu verdammen. Is that it? I guess all you have to do now is press that key and everything will return to normal. This land will be sent back to the Cretaceous period, and I'll be sent back to 1943, where I'll be shot to death. Mike! There's no time. Do it, Paula. It has to be this way. Do it! Paula. Das geht zwar alles zu schnell und wir kennen Mike erst seit einer Stunde, aber goddamn fand ich den Typen sympathisch. Genau das dachte sich Paula ebenfalls, weswegen sie tatsächlich mittels eines Computers die Kugeln, die Mike zerrissen hätten, manipulierte und ihn rettete. Paula hat anscheinend nichts aus der ganzen Misere gelernt, denn die ganze Krise wurde ja erst durch die Veränderung der Vergangenheit ausgelöst. Aber wie dem auch sei, das Spiel endet mit einem Happy End. You alright? You look as if you were staring off in another world. I was thinking about a woman. That's good. It's what you need. That's the best way to cheer you up, you know? Mike und Paula retten die Welt. Es folgen Credits, die extrem langsam runterscrollen, bei denen man aber verschiedene Effekte triggern kann, wenn man auf die Buchstaben schießt. Die Credits sind ungelogen so lang wie ca. 10% des Spiels. Insgesamt habe ich 42 Minuten für das Spiel gebraucht und die Credits gehen ungefähr so 5 Minuten. Boni-Modi gibt's nicht wirklich. Man kann nur das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden nochmal spielen. Dino Stalker ist auf jeden Fall besser als Gun Survivor 2 Code Veronica, was allerdings absolut nichts heißt. Es gibt kaum ein Spiel, was nicht besser ist als dieser Misthaufen. Arcade-Shooter sind absolut nicht mein Genre, weswegen ich nicht wirklich beurteilen kann, ob das jetzt ein guter oder schlechter Ableger dieser Kategorie ist. Mir machen solche Spiele nicht Spaß und ich habe mich jedes Mal einfach nur gefreut, wenn ich bei der nächsten Cutscene angelangt war. Zudem ist das Spiel auch relativ schwer. Ich habe auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt und habe teilweise gestruggelt, mich als Zeitlimit zu halten. Von der Story her fand ich den neuen, unverbrauchten Mike Wyatt wirklich stark. Er verkörperte den verwirrten Protagonist phänomenal und auch den inneren Kampf mit sich wurde gut dargestellt. Das Schwächste an der ganzen Story ist eigentlich der Dino Crisis Mantel. Ich glaube, kaum jemand, der Dino Stalker einfach ohne Vorwissen spielte, wird gecheckt haben, was da überhaupt alles abging. Da der Name in Europa und USA auch gar nicht mehr mit Dino Crisis in Verbindung stand, kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele Spieler das Spiel kauften, ohne zu wissen, dass dies ein Ableger der Dino Crisis Reihe ist. Alles in allem 40 Minuten, die ganz okay sind, wenn man erfahren will, wie es mit Dylan und Paula weitergeht. Aber grundsätzlich würde ich niemandem empfehlen, sich durch das Gameplay zu quälen. Da habt ihr es, meine Lieben. Mein vorerst letztes Video zu Dino Crisis. Es gibt einfach nichts, was mich an Dino Crisis 3 reizt, aber ey, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr ein Video dazu wollt. Falls ein Remake vom ersten oder zweiten Teil kommt, bin ich natürlich auch direkt am Start, aber da lässt sich Capcom ja nicht in die Karten gucken. Ich will mich jetzt erstmal bei eurem Support bedanken. Danke für jeden Like und jedes Abo, das ihr da lässt. Falls ihr mich finanziell unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Das kostet 5 € und ihr schaltet
ein paar exklusive Inhalte frei und bekommt vorab Zugriff auf meine neuen Videos. Es gibt noch eine höhere Mitgliedschaft, bei der man in den Videos namentlich erwähnt wird. Vielen Dank an Waffelpuff, Mr. Herbert, Dio, Heike Dropkick, Kim Dropkick, Nakama, Mr. Snake, Elektrohexer, Böse Traube, Sinerkius und Bin ich nicht aka Zonk. Falls ihr nochmal in mein Video zu Dino Crisis 1 reinschnuppern wollt, hier kommt ihr zum Video. Adamo1 gönnt sich nun ein paar Vinos und macht keine Videos mehr über die Dinos. Bye bye!